Hallo und herzlich willkommen zurück zu Python. Ja, in unserem ersten richtigen Video werden wir noch die Kommandozeile hier benutzen, deswegen habe ich die schon mal aufgemacht. So, also zunächst mal, man kann natürlich Python auch als Skript dann im Endeffekt benutzen, das werde ich euch dann in einem späteren Video zeigen. Jetzt wollen wir erstmal die Grundlagen machen und zwar fangen wir mit Variablen an. Und da am besten mal mit Zahlen, wenn man die relativ häufig brauchen kann. Gut, also eine Zahl ist zum Beispiel 2. Ja, wenn ich jetzt hier einfach 2 eingebe, dann kommt da 2 raus. Ist nichts wirklich Spannendes. Man kann Python auch so ein bisschen als Taschenrechner benutzen. Wenn ich jetzt hier 2 plus 2 eingebe, kommt 4 raus. Das funktioniert dann später auch im Skript und auch genau nach diesem Schema. So, jetzt müssen wir aber allerdings wissen, dass Python automatisch weiß, was für ein Typ eine Variable hat. Also ihr müsst da nicht irgendwie unterscheiden, ob das jetzt ein Integer oder sowas ist. Ihr müsst nicht mal wissen, was das ist, wenn man es genau nimmt. Und ihr könnt einfach sagen, okay, ich definiere mir eine Variable und ja, kann die dann irgendwie errechnen. Also ich sage zum Beispiel hier einfach mal var oder einfach nur v. Dann weise ich diesem v einen Wert zu, wie zum Beispiel die 2 von oben und gut ist. Und jetzt kann ich auf dieses v zugreifen. Das heißt, wenn ich jetzt v eingebe, dann kommt da 2 raus. Das heißt, in diesem v drin steht der Wert 2 und der wird sich gemerkt von diesem v. Und genauso kann ich jetzt diesem v auch andere Sachen zuweisen, wie zum Beispiel 2 mal 2. Dann kommt immer noch keine Ausgabe, weil ich hier das bloß zugewiesen habe. Wenn ich dann allerdings schaue, was in v drin steht, dann steht da tatsächlich die 4 drin. Das heißt, da kann man auch Berechnungen hinpacken. Und ihr müsst da irgendwie nicht wissen, was für ein Typ diese Variable hat, sondern ihr müsst ihr einfach nur den Namen hinschreiben. Also ich schreibe einfach mal Name hin und dann ein Gleichheitszeichen und dann welchen Wert es haben soll. Und dieser Wert kann auch überschrieben werden, das haben wir auch schon gemacht. Hier war es erstmal 2 und dann haben wir es überschrieben mit 2 mal 2. Also das heißt, der zuletzt zugewiesene Wert ist dann immer der Wert, der gespeichert wird von dieser Variable. Und ja, jetzt kann man auch mit diesen Variablen rechnen. Das heißt, wenn ich jetzt hier mir, also in v steht jetzt aktuell der Wert 4 drin, und wenn ich mir jetzt eine andere Variable, keine Ahnung, zum Beispiel m nehme und der einen anderen Wert zuweise, zum Beispiel 42, dann kann ich jetzt mit v und m rechnen, als wären es Zahlen, auch wenn ich im Prinzip nicht genau weiß, was da jetzt drin steht. Sagen wir mal, wir haben vergessen, dass in v4 drin steht und in m42, dann kann ich trotzdem noch mit den Zahlen rechnen, indem ich einfach sage, okay, ich nenne es einfach mal i, meine dritte Variable ist gleich zum Beispiel v mal m. Ja, und dann weiß ich aber nicht, was in i drin steht, weil es bringt ja nie direkt raus, sondern wir müssen es immer noch kurz abfragen. Und dann haben wir hier 4 mal 42 als Ausgabe drin. Ihr könnt es nachrechnen mit einem anderen Taschenrechner. Das sollte wohl stimmen. Gut, jetzt möchte ich euch noch kurz zeigen, was für Operatoren es denn gibt. Also plus, minus, mal, geteilt kann man ganz normal benutzen. Also plus, minus, mal und ja, geteilt machen wir nachher. Genau. Also wie wir hier sehen, 4 plus 2 ist 6, minus 2 mal 2, weil Punkt vor Strich, das kann es auch, ist dann wiederum 2. Ja, also es kann auch automatisch Punkt vor Strich, das müsst ihr dann nicht mal eingeben, das ist auch ziemlich cool. Wie halt ein normaler Taschenrechner das auch macht. Gut, also jetzt kommen wir zu den gebrochenen oder halt den Kommazahlen. In anderen Programmiersprachen müsst ihr da einen anderen Typ verwenden, zum Beispiel Float oder Double. Hier wird es automatisch gemacht und es wird auch automatisch konvertiert. Das heißt, v ist ja aktuell meine 4. Wenn ich jetzt v durch 3 teile, dann wissen wir ja, dass da nichts Ganzes bei rauskommt. Und dann wird einfach automatisch eine Kommazahl erstellt und ja, wenn wir das gleich, also ich kann auch hier v den Wert wieder zuweisen. Also v gleich v durch 3. Dann habe ich v überschrieben und den Wert, der vorher in v drin stand, benutzt. Das geht. Und dann hat jetzt v sogar einen anderen Typen. Übrigens, es tut mir leid, dass ich das Video so klein wählen musste hier. Ihr werdet es trotzdem in gewohnten Full HD genießen können, aber ihr werdet dann halt eine riesige Schrift haben, was vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, dann kann man das ganz gut lesen. Ja, nur die Konsole lässt sich nicht breiter ziehen und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Gut. Wo waren wir? Genau hier. Also ich kann bei v einfach dynamisch den Typ
überschreiben sozusagen. Das müsst ihr jetzt nicht verstehen, wenn ihr nicht wisst, was Typen sind, aber ist okay. Also das macht automatisch alles für euch. Ihr müsst da einfach nur die Rechnung hinschreiben und schon passiert das, was ihr wollt. Passt aber auf, wenn ihr durch null teilt, zum Beispiel v durch null, dann kriegen wir einen Fehler und ja, dann haben wir hier ein Traceback, so sieht übrigens auch ein Fehler aus. Ja, da steht dann immer Traceback, most recent call last, bla 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 bla. Und dann steht hier meistens die Zeile, das geht dann später für Skript, ist das wichtig, wo der Fehler aufgetreten ist. Und hier unten, das ist das Allerwichtigste dann, was für ein Fehler aufgetreten ist. Zero Division Error, man kann nicht durch null teilen und ja, dann steht da sogar, was für ein Typ man durch null geteilt hat, also einen Float. Das hier ist indirekt ein Float, habe ich euch schon gesagt. Und den haben wir versucht durch null zu teilen. Geht nicht, also so sieht ein Fehler aus. Könnt ihr dann auch gerne mal probieren. Oder lasst es lieber sein. Je weniger Fehler man hat, desto besser ist es. Gut, also wir haben plus minus mal geteilt. Jetzt gibt es noch weitere Sachen. Man kann einen, eine Division mit Rest machen, sozusagen. Also man teilt zum Beispiel, wenn man sagt, ich möchte gerne 9 durch 2 teilen und davon nur den Rest haben, dann wissen wir ja 9 durch 2 geht nicht ganz. 8 durch 2 wäre 4, also ist 9 durch 2 4, Rest 1, kennt ihr vielleicht noch aus der Grundschule. Und ja, diesen Rest kann man sich auch ausgeben lassen, indem man Prozent hinschreibt. Also 9% 2 ergibt uns den Rest von dieser Division, 9 durch 2. Und das wäre dann 1. Wenn ich jetzt 17% 3 mache, dann kommt da 2 raus. Also es funktioniert schon, keine Sorge, das war jetzt nicht irgendwie nur an einem Beispiel gewählt. Genau. Dann muss es natürlich hier auch noch den umgekehrten Fall geben, dass wir nicht den Rest zurückkriegen, sondern das tatsächliche Ergebnis ohne den Rest, also das ganzzahlige Ergebnis. Also man rundet quasi ab dabei bei dieser Division. Und das macht man einfach mit 2 geteilt durch Strichen. Also 17 durch 3 geht ja auch nicht, hatten wir ja gerade, also geht auch nicht auf eine Ganzzahl, muss man dazu sagen. Das wäre dann 15 durch 3, was 5 ist, plus diesen Rest 2, den wir hier oben stehen haben. Also haben wir dann am Schluss bei diesem durch kommt 5 raus und bei diesem Prozent, also diese Modulo heißt diese Rechnung, kommt 2 raus, also der Rest. Gut. So, und als letztes für dieses Video möchte ich euch noch Potenzieren zeigen. Potenzieren tut man, indem man ja, 2 mal benutzt. Also man sagt einfach, keine Ahnung, 2 hoch 3, was dann wiederum 8 ist. Also 2 mal 2 mal 2 ist 4 mal 2, was dann wiederum 8 ist. Ihr könnt es auch mit höheren Zahlen ausprobieren. Allerdings müsst ihr dann auch wissen, ob es stimmt. 2 hoch 8 ist 256, kann ich euch jetzt sagen, das stimmt. Weil 2 hoch 10 ist 1024. Ja. Und ja, genau. Also so kann man potenzieren. Ja, also ich glaube, ihr kennt jetzt alle Grundrechenarten und wisst, wie man mit Zahlen umgeht. Im Skript nachher wird es genauso funktionieren. Das werden wir aber nochmal gesondert behandeln, dann, wenn ich euch die Skripte zeige. Super. Alles klar, dann freue ich mich schon auf nächstes Mal und wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao.